In diesem verlassenen Club wurden einst die Grenzen der Lust ausgelotet. Ich kann mir so richtig vorstellen, wofür das war. Ein Ort, an dem besondere Neigungen nicht nur akzeptiert, sondern ausgelebt wurden. Bitte fass hier nichts an. Ich habe Handschuhe an, also zumindest auf der einen Seite. Lass es bitte einfach. Doch irgendwann endete hier das außergewöhnliche Vergnügen abrupt. Nicht fest, habe ich gesagt. Und nach der Schließung blieb alles zurück. Und mit alles meinen wir wirklich jedes Detail. Begleite uns jetzt bei dieser Erkundung, doch gleich zu Beginn stehen wir vor einem Problem. Denn wo genau befindet sich hier der Eingang zum Club? Also ich würde sagen, da hier alles offen steht, nehmen wir einfach mal die Tür. Ich glaube, die sieht sehr interessant aus und spannend, was sich dahinter befindet, oder? Auf jeden Fall. Komm. Wir müssten hier durch den Aufzug gehen, Sabrina. Ach du Scheiße. Oh, ich habe echt Paranoia vor so was, ne? Ja, ich auch. Dass ich gleich eine Etage tiefer bin. Geht's da weiter? Nee, ich glaube nicht. Aber hier ist alles so zugestellt irgendwie. Ich weiß auch nicht. Boah, unheimlich. Vielleicht nehmen wir doch noch an die andere Tür. Also hier sind auf jeden Fall alle Türen offen, wie man sieht. Da drüben eine Tür offen, hier ist eine Tür offen, die war ja auch offen. Da drüben sind auch noch weitere Türen, die offen sind. Ja, und es riecht halt gut, ne? Dadurch, dass hier irgendwie der ganze Müll abgeladen wurde. Gucken wir mal, ob es da weitergeht. Oh Gott, stinkt's hier. Und offensichtlich geht's da weiter. Boah, aber das riecht richtig unangenehm hier. Richtig, richtig eklig. Ja, komm mal eben. Wir brauchen auf jeden Fall Licht, weil da hinten geht's, glaube ich, weiter, aber es ist zu dunkel. Stinkt das hier drin? Ja, das habe ich auch schon festgestellt, dass es hier richtig eklig stinkt. Ja, aber da waren wir ja gerade. Oder da stand die auf der anderen Seite gerade. Ey, ist das hier von... Ist das hier von so einem OP oder so? Guck Geh mal rein. So OP-Licht, ne? Ich weiß, du hast keine Ahnung. Nee. Das ist sehr verwirrend hier. Aber geht's da hinten nicht weiter? Nee. Ich glaube, hier ist irgendwie so ein Jugendtreff oder so. Boah. Also das Ganze war mal ein SM-Club hier. Ach, krass. Ja, deswegen auch diese Lichter hier. Ach, krass. Ja. Okay. Also wie hier war jeder vertreten, glaubst du mir, Sabrina? Jeder. Also ich glaube auch der Politesse hier. Du hast nämlich hier falsch geparkt und kein Geld eingeworfen in den Parkscheinautomaten hier. Jetzt gibt's Ärger. Parkuhr heißt es ja. Ja, jetzt gibt's richtig Ärger. Ja gut, ich würde sagen, hier geht es dann nicht weiter, aber schön, dass ich jetzt weiß, was mich erwarten wird. Ich habe eigentlich gerade gedacht, wo ich hier draußen stand, dass das eventuell vielleicht mal eine Bowlingbahn oder so war, weil hier nämlich Werbung für so Bowling-Dinger sind, aber ja gut. Naja, erst hast du gedacht, das wäre eine Zeche. Erst habe ich gedacht, es wäre eine Zeche, ja genau. Das ist richtig unheimlich hier, ehrlich. Guck dir das mal an. Haben die auch Paintball gespielt? Was war das denn hier für ein Verlies? Nee, da steht was von so einem Techno-Club. Ja, nichts von Paintball und auch nichts von... Als was wurde denn das hier alles genutzt, ey? Keine Ahnung. Aber hier ist auf jeden Fall alles Paintball. Aber hier ist definitiv ein Teil der Zeche. Guck dir das mal an. Schaut mal hier sieht man das auch ganz gut, ne? Ja, ist gerade irgendwie sehr eigenartig hier. Also war das mal eine Zeche, danach war es ein Disco, danach war es irgendwie eine Paintballhalle und irgendwann, vorher, nachher oder zwischendrin, war es dann noch so ein bestimmter Club, nenne ich das jetzt mal, ne? Achtung, sie werden gefilmt. Ui. Ich glaube, hier war die Disco. Und da hinten sieht es so ein bisschen so aus, als wäre da so ein Dach eingestürzt. Oh ja, da ist was eingestürzt, aber richtig. Boah, ich frage mich, seit wie vielen Jahrzehnten hier diese Disco schon nicht mehr ist. Ja, ich glaube, ziemlich lange schon nicht mehr, oder? Nee. Hier sieht man das auch ganz gut, ne? Hier gab es mal einen Raum, aber der ist mittlerweile halt komplett, ja, eingebrochen. Von oben alles runtergekommen. Sieht man es auch noch mal sehr, sehr gut, ne? Man kann eigentlich nur hoffen, dass der Boden unter uns besser im Zustand ist als das da oben. Boah, da kannst du komplett nach draußen gucken, ne? Ja, vor allen Dingen, wenn du weißt, dass das alles frei zugänglich ist, ne? Ja. Das ist so gefährlich. In der Tat, ey, das ist echt gefährlich.
Wenn hier irgendwelche Kinder spielen, ich frage mich halt echt nur, wie das hier kaputt gehen konnte. Das sieht für mich einfach so aus, als wenn hier irgendwie jemand mit einem Abrisskran irgendwie gegengefahren wäre und hier angefangen hätte, das Gebäude schon abzureißen. Das sieht für mich nicht aus wie, das ist eingestürzt. Wie wir später herausfanden, ist hier das baufällige Dach eingestürzt und hatte einen Teil der Fassade einfach weggedrückt. Eine Abrissfirma erledigte hier dann den Rest. Boah, schaut euch mal den Raum hier an. Ey, Anja, da würde ich nicht reingehen. Warum Guck nicht? dir mal oben die Decke an. Ja, und? Boah, das ist so krass, ey. Ist einfach alles komplett im Arsch, ey. Das hängt hier so richtig durch die Decke. Ich habe hier übrigens einen Anhaltspunkt gefunden, nämlich hier sind Plakate von 2005. Also so sieht das hier allerdings auch aus, ne? Definitiv, ey. Boah. Richtig heftig, ey. Ja, den Boden haben die nachträglich gemacht. Ja, aber da war der gerade schon eingefallen, der Boden. Ja. Deswegen. Ich mache mir eher Gedanken um die Decke. Was ist denn mit der Decke? Die ist schimmelig. Und halt ein bisschen kaputt da hinten, aber. Die hängt richtig so durch. Ja, ich dachte, das wäre so. Die hängt richtig durch, ne? Ja, dann komm schnell raus. Dann komm schnell raus. Also hier sieht man nochmal die Türen zu dem Club. Also der Bereich, den wir von unten schon gesehen hatten, der eingestürzt ist, haben wir jetzt hier oben auch nochmal. Und ja, ich denke, da drüben war mal richtig der Dancefloor gewesen, also der richtig große Bereich. Dahinter ist noch ein Gebäude. Vielleicht sollten wir mal da hinten gucken. Ja, hier kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Alle Nebenräume, die halt hier abgehen, die sehen alle wirklich aus wie ja, Paintball-Räume. Alles sehr zugetackert mit Farbe. Sagt man da tackert? Ja, geschossen mit Farbe. Ja, aber ich glaube, das war mal richtig, richtig schön hier, als die Zeche noch in Betrieb war, ne? Mit diesem Buntglas, was hier so ist, ne? Und dann diesem Lichteinfall einfach, ne? Und alles so, weiß nicht, schön einfach. Boah, Leute, es stinkt hier erbärmlich. Boah, ehrlich, was ist Aber das denn, richtig ey? eklig. Da geht's auch nicht Hier weiter. kannst du auch echt sehr guten Horrorfilm drehen, ne? Ja. Muss nicht unbedingt sein. Mein Gott. Jetzt wird's komisch. Da ging doch auch gerade das Treppenhaus hoch, ne? Ja. Und jetzt sind wir in so einem Nebengebäude, oder wie? Das ist ja nicht dieses Hauptgebäude hier. Dieses Haupttreppenhaus. Das sieht jetzt auch ganz anders aus als die anderen Angenehmer. Bereiche. Nee, hier gehe ich nicht drauf, aber guck Nee, dir das nee. mal an. Uiuiui, hier direkt ein Loch. Ah, ich glaube, so sieht man. Schaut mal, hier ist direkt ein Loch. Halt mich mal kurz fest. Halte mich mal kurz fest. Ich will gucken, ob da was ist. Das hatten wir von der anderen Seite schon gesehen, Anja. Wie das denn? Wir standen vorhin da hinten. Ja, ist mir schon klar, aber da konnte ich doch nicht in den Raum gucken. Also hier ist auch nichts Neues. Ich würde mal jetzt empfehlen, dass wir mal draußen gehen und uns da nochmal einen Überblick verschaffen, weil hier ist so verwinkelt. Sehr, sehr eigenartig. Hier ist einfach noch ein weiteres Treppenhaus. Hier ist komplett eingestürzt. Boah. Unfassbar, oder? Jo. Und da hinten ist das Buntglas. Siehst du das auf der anderen Seite? Ja. Da standen wir doch. Stimmt. Da waren wir doch gerade auf der anderen Seite von dem Gebäude. Ja. Es ist heftig, ey. Schau dir das mal an, wie es aussieht. Das war doch definitiv eine Abrissbirne. Da kannst du mir sagen, was du Ja, willst. muss ja. Heftig, ey. Aber die Fenster da hinten sehen schon mal echt noch neu aus, ne? Gut, wir werden jetzt mal schauen, dass wir noch mal in die anderen Gebäudeteile kommen. Weil hier gibt es ja jede Menge Gebäude. Sind wir von hier gekommen? Wir kamen von der Tür, ja. Nee, die Tür ist zu, du Nuss. Hä? Kamen wir von hier? Nein, die kamen wir doch nicht. Nee, von da oben. Hä? Ja, hier geht's lang. Oh Gottes Willen. So, 20 Räume und Gänge später. Ja, ehrlich, komplett verwinkelt hier alles. Oh Mann. Aber hier liegt schon der erste Hinweis, ne? Ja, ich glaube, wir haben jetzt die Fährte aufgenommen Die Fährte und aufgenommen. sind auf dem richtigen Weg, Leute. Oh ja, wir sind definitiv richtig. Guck mal hier, fängt es doch schon an. Oh, krass, ey. Rascal. Rascal in 3 verschiedenen Größen, Leute. Wie heißt das? Imitation Kit. Ja.
3 Pieces. Plug, ne, kann ich jetzt nicht sagen. Oh nee. Das will auch, glaube ich, keiner wissen, was da drauf steht. Hier haben wir noch ein paar spezifische Spezifikationen für die Kenner unter euch. Der kleine ist 14 cm, der mittlere ist 18 und der lange, der ist 22 cm. Hat auch sicheren Grip. Ja, wisst ihr Bescheid, ne? Sicher ist sicher. Safety first. Hey, Sabrina. Was es nicht alles gibt, ne? Ey, das ist so krass. Das wird hier mal so ein OP-Saal gewesen sein oder sowas, ne? Vermutlich, oder? Naja, ich sag mal so, je nachdem, was hier bedient wurde. Oder Arztzimmer oder sowas? Ja, ich würde gerade eher so sagen, vielleicht, ja, kommt halt drauf an, ne? Ob der Mann oder die Frau. Ja, beide vielleicht auch. Genau. Naja, also bei der Frau würde ich sagen, hier war vielleicht so ein wie Frauenarzt spielen. Aber das ist kein Frauenarztstuhl, das ist eher so eine Trage, wenn du am Krankenwagen abgeholt wirst. Naja, dadurch, dass es ja auch so abgesenkt ist, wie man hier sieht, würde es natürlich auch Sinn machen, dass man vielleicht da einfach nicht nur so drüber beugt oder so. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber was interessant ist, ist das hier. Bitte fass hier nichts an, Sabrina. Ich habe Handschuhe an, also zumindest auf der einen Seite. Lass es bitte einfach. Soll ich? Nein. Was war ist das? denn? Ich weiß es doch nicht. Ich muss es anfassen, Anja. Müssen wir die Handschuhe Das ist einfach waschen? nur so Gummiartiges, bitte. Was ist das? Keine Ahnung. Ob man sich da so draufgesetzt hat oder so? Guck mal hier hin, Sabrina. Wir sind die absoluten Insider, ich weiß. Sorry von alle diejenigen, die Ahnung haben. Aber das sind so Saugnäpfe, ne? Siehst du das? Also konntest du wahrscheinlich dieses Ding hier so dran packen, also Sabrina. in der Einzelversion so dran packen? Nein. Vielleicht war das auch gar nicht hierfür. Vielleicht kam es ja auch irgendwie nachträglich hier rein oder Als so. ob. Also wer auf jeden Fall eine Ahnung hat, kann es gerne mal in die Kommentare Da wird sich schreiben. keiner trauen, was zu schreiben jetzt. Aber bitte jugendfrei bleiben, ja? Und ich glaube, dass niemand das schreiben wird, weil damit würde man sich ja indirekt outen, dass man unter Umständen auch so hat, Anja. Wird keine Kommentare geben, ich sag's dir. Aber ganz ehrlich, das ist doch nichts Schlimmes. Also jeder, wie er meint. Also wenn beide oder mehrere, keine Ahnung, damit einverstanden sind, ist doch okay. Soll doch jeder machen, was er will. Guck mal bitte hier. Liegen Das ist einfach richtig hardcore, ey. Tupfer drin. Ja. Dann so eine Pinzette und einfach eine Spritze. Also Krass. abartig, ehrlich. Aber jetzt hast du indirekt gerade beurteilt für all diejenigen, die das hier gut finden, Anja. Ich finde diese Nadel einfach abartig, weil ich keine Nadeln mag. Ich persönlich. Gibt Leute, die finden das total toll, das ist auch vollkommen in Ordnung, da habe ich gar nichts gegen. Aber für mich ist das nichts, die Nadel. Packen wir die Nadel mal weg. Aber das ist aber auch schon richtig hardcore. Also ich hoffe, das sieht man gut auf der Kamera. Die Nadel ist echt richtig, richtig dick auch, ne? Also das ist schon heftig. Aber ist das denn überhaupt eine richtige Nadel? Guck mal, das wurde ja so da drauf gedreht oder irgendwie so ganz komisch. Und hier oben ist nochmal Aber so ein doch, da ist auf jeden Fall eine Nadel drauf. Ja, ich hoffe, ganz der normale. Autofokus macht's mit. Oh, heftig, ey. Guck mal, hier steht noch so eine Krankenliege, wie in so einem Arztzimmer sieht die für mich aus, ne? Aber ist da unten... Na, ich dachte schon, der wäre da befestigt. Und hier stehen solche, naja, wie nennt man das? Toilettenstühle, ne? Toilettenstühle, ja. Ja. Naja, gibt halt für alles einen Abnehmer, ne? Aber ich glaube, das mit den Toiletten, das war wohl vielleicht ein größerer Abnehmer, weil hier ist noch einer davon. Ich habe gerade so richtig Kopfkino, ne? Also hier sind sehr viele Toilettenstühle. Ich frage mich gerade wirklich, was genau im Einzelnen dann hier so gespielt wurde, gemacht wurde. Das ist schon echt schon krass. Aber diese komischen Gummiplöppel, die sind hier richtig, richtig viele. Ja. Vielleicht waren die auch nur zum einmaligen Gebrauch da. Ich würde schon echt gerne wissen, was damit war, ne? Also was man damit gemacht hat. Hier sieht man auch noch ein Krankenbett, was hier an der Wand angelehnt wurde. Ja, hat man auch richtig so Patient gespielt, ne? Also nicht nur so eine ambulante Anwendung, sondern dann auch eine stationäre, ja, Therapie, ne? Hier steht wieder so ein Stuhl mit so einem Lichtchen dran. Der ist ein bisschen komfortabler, ne? Komfortabler, ja, und sehr sperrig, würde ich mal so behaupten. Konntest du dann auch die Armlehnen, glaube ich, noch so Verstehen. dementsprechend verstellen. Hier ist ja auch noch so eine Halterung. Boah, Sabrina, gleich kommt der absolute Super-GAU.
Der absolute Super. Sowas hast du in deinem Leben noch nicht gesehen, ehrlich nicht. Außer vielleicht in irgendwelchen Filmchen, aber sowas guckst du doch nicht, oder? Guck keine Filmchen. Guck kein Film. Guck nur YouTube. YouTube. Nicht mal das. Was war das denn hier? So eine Infusionshalterung oder was? Keine Ahnung. Sieht ein bisschen Alles klein halt aus, ne? sehr, sehr alt, ne? Aber sieht man und ja ziemlich eigentlich so, ne? eingestaubt. Hier die Halterung. Vielleicht konnte man das früher irgendwie anmachen, da wurde das irgendwie dosiert oder so. Ablassschlauch. Destilliertes Wasser einfüllen. Ja, oder vielleicht so für die Inhalation irgendwas, keine Ahnung. Wer es weiß, schreibt es mal in die Kommentare. Ja, jede Menge Sachen. Studio Center 2. Keine Ahnung, wofür das jetzt alles ist. Sieht für mich aus wie so eine Ultraschallpistole oder so. Oder wie man, wie man Haare entfernen lässt. Kennst du das? So eine Lasertherapie. Ja, ist doch nicht sowas, oder? Vielleicht war das mal so ein Laser oder so, hm? I don't know. Ich weiß es auch nicht, ey. Aber das sieht für mich so ein bisschen mehr kosmetisch aus, statt Hier steht medizinisch, oder? Vakuum. Im Vakuum. Wachspray? Mit Vakuum? Wachspray. Keine Ahnung. Oder hat man da so einen Aufsatz drauf gemacht und dann hat man... Ach, es gibt doch diesen... Habe ich mal in einer Doku zugesehen. Na klar. Da ist so Saugdinger drauf. Da kommen so Saugglocken auf einen drauf und dann wird so ein Vakuum erzeugt. Und dann hast du dann da plötzlich so riesengroße, was weiß ich, wie man das nennt. Sabrina, das nennt man Schröpfen. Schröpfen? Und das kannst du einfach ganz normal bei der Thai-Massage auch machen. Oder beim Chiropraktiker. Ja, aber und sowas. bei sowas ist es extremer. Doch, oh, ich schwöre wirklich. Ich habe mal so ein Doku sein, gesehen. dass es so gibt, klar, mit Sicherheit. Aber das kann man halt auch ganz normal machen. Also ist jetzt nichts irgendwie Besonderes. Also jetzt kommen wir auf jeden Fall zu einem super, super spannenden Teil. Also er sieht einfach nur krass aus, oder? Einfach nur krass. Guckt euch das bitte an, Leute. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Also außer natürlich irgendwo am Lost Place in einem alten, verlassenen Zahnarzt oder so. Aber das hier war alles. Ja. Da ist richtig die ganze alte Zahnarztausrüstung von irgendeiner Zahnarztpraxis, die wahrscheinlich irgendwann in den 70er Jahren geschlossen wurde. Ja, die ist hier hingekommen, ne? In der Tat haben wir mal eine verlassene Zahnarztpraxis besucht, ist schon sehr lange her. Das Video werden wir euch auf jeden Fall noch mal am Ende von dem Video verlinken. Und da sah damals die Ausrüstung, die der Zahnarzt benutzt hat, fast genauso altertümlich aus wie die Sachen, die hier rumstehen. Also ich würde hier definitiv keinen, weiß ich nicht, Zahnstein entfernt bekommen oder irgendwas dergleichen bei diesen Armaturen. Das macht er wahrscheinlich auch mit einem Hammer und einer Meißel oder so. Boah, ja, ey, richtig eklig, ey. Boah. Aber es sieht halt echt alles sehr, sehr alt aus, ne? Also richtig alt. Ja. Aber du musst das alles hier im Prinzip mit Hand verstellen, ne? Heutzutage setzt du dich einfach auf den Zahnarztstuhl und der Zahnarzt oder die Zahnärztin drückt einfach irgendeinen Knopf und du fährst automatisch hoch, runter, zur Seite, links, rechts, ne? Ja. Alles komplett automatisch und hier, weiß ich nicht, also... Es ist halt einfach sehr, sehr, sehr alt, ne? Muss man mal wirklich so feststellen. Siehst du da ein Baujahr? Ja. Es könnte 1965 gewesen sein. So wie ich das erkenne. Ja, so sieht das auch definitiv aus. Ja. Ey. Boah, krass, definitiv. Ey. Richtig heftig, ey. Ja, schon, weiß ich nicht, ey. Gehen wir mal davon aus, das Ganze ist Anfang der 2000er hier verlassen. Weiß ich nicht, ob ich da jetzt so Bock drauf hätte, wenn ich so einen Fetisch hätte. Ich weiß auch nicht, was die da machen, Anja, bei so einem Fetisch. Was machen die denn da? Wenn du Fetisch-Zahnarzt hast. Ja. Dann kriegst du erstmal hier mit den ganzen Bohrern hier so ein bisschen den Mund ausgespült. Das geht ja noch, das ist ja noch okay. Dann wird dir hier ein Loch vielleicht so, also nur dieses Geräusch vielleicht so, weißt du, und ein bisschen, oh, irgendwas klebt da dran. So ein bisschen simuliert, weißt du, dass so irgendwas an deinen Zähnen gemacht wurde oder so, ne? Und dann ist natürlich so eine halbnackte Krankenschwester, also so eine halbnackte Zahnärztin macht das natürlich. Also ich sag mal so, wenn jetzt eine halbnackte Zahnärztin das machen würde, wäre das jetzt nicht so schlimm, finde ich. Weil dann würde sie einfach nur so diese Geräusche hören und dies, das, jenes. Aber richtig schlimm würde ich es echt finden, wenn man wirklich hier bohren würde. Wenn jetzt nicht der Reiz oder dieser darin bestehen würde, dass man einfach von so einer heißen Zahnärztin behandelt wird, sondern wenn der
darin bestehen würde, Schmerzen. dass man diese Schmerzen haben will, ne? Dass man vielleicht wirklich jetzt ein Loch in den Zahn gebohrt bekommt. Also das, richtig, richtig schrecklich, ey. Ich finde dieses Geräusch allein schon, weiß ich nicht, mag ich schon nicht. Ne? Und wenn dann noch irgendwer an meine Zähne gehen würde, der keine Ahnung davon hat, ohne eine Spritze oder irgendwas, ne? Nur für diesen Schmerz, also nein. No, ich hätte es gerne einmal hier so in Action gesehen, ey, wirklich. Ich hätte es echt gerne einmal in Action gesehen. Ich gerne da vorne in der Ecke gestanden, hätte mir das einmal so angeguckt, was hier abgegangen ist, ey. Schon echt krass. Schau mal hier ist der nächste eine Tafel. Schule. Ja, Schule. Der Klassiker halt, ne? Der Klassiker mit dem Lehrer oder die Lehrerin, Ja, ne? genau. Ja. Hier ist halt überall so Lager, ne? Ja, ich weiß auch nicht, also irgendwie ist echt schwer zu beurteilen, was denn jetzt hier zuletzt drin war, ne? Ja, sehr eigenartig alles. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die hier Schule gespielt haben und nebenan war halt ein Lagerloch direkt gewesen. Ja. Das ist ja irgendwie nicht so, passt ja irgendwie nicht so rein, ne? Vielleicht war hier irgendwie so Trennwände gewesen, dass man diese einzelnen Räume buchen konnte. Aber ich sag mal so, wenn man da drüben Zahnarzt spielt und hier drüben würde jemand Lehrer sein und Unterricht gerade bekommen, die hören sich auch untereinander. Können ja Ne? auch ein bisschen lauter zugehen, ne? Ja. Hier auf dem Boden, da liegt auf jeden Fall so ein Infusionssäckchen oder so ein Urinsack ist das, glaube ich, ne? Kathetersack, ja. Ja. Hier ist auch noch irgendwas. Das ist ein Korsett. Ja, so ein Korsett, ne? Konntest du wahrscheinlich auch noch anlegen. Und hier sind überall so Einlagen, ne? Binden. Ja, genau, Einlagen, Binden. Und das ist doch hier, was man meist immer so als Patient untergelegt bekommt, wenn man vielleicht noch irgendwie so ein bisschen blutet oder vielleicht irgendwie inkontinent ist oder so. Ne? Das kriegst du generell immer drunter gelegt, oder? Weiß nicht. Schon wieder ein Treppenhaus oder Was was? ist denn hier aber? Ja, ist das krass. Noch ein Treppenhaus. Ich finde es hier ein bisschen, weiß nicht, komisch. Überall Klamotten rum. Ich hoffe mal nicht, dass wir nach unten müssen, Anja. Warum? Unten sieht es gruselig aus. Ja, hier sieht es überall gruselig aus, hier oben drauf. Und hier stinkt's. Ja, Boah. hier stinkt's. Oh. Lecco mio. Hier in dem ganzen Gebäude riecht es eigenartig. Das ist ein Gestank, den kann man euch gar nicht wiedergeben. Sehr, sehr eigenartig. Habe ich so auch noch gar nicht gerochen. Hier ist, glaube ich, eine Wohnung. Okay. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Heilige Scheiße. Guck dir das mal an. Hier. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hier oben ist die Decke komplett feucht. Boah, stinkt's hier, Anja. Was ist das hier? Ich weiß es nicht. Da hinten ist die Küche gewesen. Boah. Was ist das? Hier sind wohl ähnliche Sachen. So wie das für mich aussieht. Da war ein Bett. Boah, Anja, ist es. Hier ist voll zugemüllt, aber richtig. Und offenbar brauchte man sehr viel Scheuermilch. Hier war auf jeden Fall die Umkleide. Hier sieht man die ganzen Anziehsachen, die hängen hier alle noch. Da geht's weiter. Und hier war da so ein Arbeitsplatz gewesen. Offensichtlich das Büro von dem Ganzen. Und hier unten, man sieht's, das ist echt richtig, richtig heftig. Hier sind die Freunde von Lack und Leder auch auf ihre Kosten gekommen. Hier ist so eine Uniform, die hier hängt. Hier geht's weiter. Tja, Lack, ne? Alles da. Jeanshosen in verschiedenen Größen. Was war denn hier gewesen? Damenstrümpfe, na klar, der Klassiker darf auch nicht fehlen, ne? Halterlose Strümpfe. Damen-Outdoor-Strumpfhose. Guck mal, hier liegen noch Bilder. Müssen wir natürlich verpixeln, aber. Oh, Scheiße. Okay. Das ist echt ein Ja, komplett gefesselt, kann man das sagen? Ja, ich glaube, ich werde hier einiges piepsen müssen zur Sicherheit. Ach. Ja, also bevor ihr euch wundert, warum wir manche Sachen nicht aussprechen
oder womöglich hier im Video einiges gepiept wurde. Das ist halt immer so eine Sache bei YouTube, ne? Mit bestimmte Dinge werden nicht so gerne gesehen und das ist halt echt gerade so ein bisschen kritisch. Ja, dementsprechend vielleicht ein bisschen mehr verpixelt, ein bisschen mehr gepiept als sonst. Unten sind welche. Aber alles gut, wir hatten gerade schon welche gesehen. Das ist halt auch wieder so ein Lost Place, der halt von anderen auch besucht wird. Ne? Also richtig die Messi-Wohnung. Guckt euch das mal hier an. Ey. Da hinten hängt ein Kalender aus dem Jahr 2004 an. Ja. Hier ist der Aufzug wieder. Der Aufzug fuhr direkt in die Wohnung. Wie geil. Boah, stinkt das hier. Boah, stinkt das hier. Ich weiß auch nicht, was das ist, Sabrina. Hier ist so ein... Oh, ich glaube, hier kommt der Geruch her, oder? Boah, als wenn hier was verwesen würde. Guck mal, hier ist der... Ist so ein Schlafzimmer gewesen. Mhm. Boah, ganz, ganz eklig. Ja, echt wirklich ganz, ganz eklig. Ach du heilige Schande, Anja. Okay. Eine Taschen... Ja, das... Du sagst jetzt nicht, ne? Das ist... Muss ich weniger piepsen. Es ist eine Taschen... Ne? Man weiß, glaube ich, was gemeint ist. Okay, ich glaube, hier oben ist auf jeden Fall die Wohnung gewesen, die echt komplett zugemüllt ist. Kinderzimmer, ne? Mittendrin. Mitten in dem ganzen Kinderzimmer, ja. Ja, dann bleibt uns doch nichts anderes übrig, als jetzt in diesen gruseligen Keller zu gehen. Der sieht aber echt komisch aus. Ja. Ach du heilige Scheiße. Heiliger Bonbon. Was ist das hier? So eine Art Lager oder was? Offensichtlich. Ja. Aber hier riecht es wenigstens nicht so unangenehm, ne? Ja. Sieht so ein bisschen aus wie Werkstatt, finde ich. Ich wollte auch gerade sagen. Also entweder war es tatsächlich eine Werkstatt. Sieht für mich tatsächlich danach aus. Kann aber auch sein, dass es ja so ein ist. Ich weiß, es sieht für mich aus wie eine richtige Werkstatt hier. Schau mal, Anja, offenbar hatten sie Hunde. Hier sind so Halsbänder für die Hunde. Süß. Und hier noch ein paar schicke Schuhe. Sehr, sehr schick, oder? Hier steht einfach ein Roller. Und Spiegel. Mhm. Da ist die Haupteingangstür gewesen, die wir vorhin gesehen hatten, von der anderen Seite. Jetzt gehen wir aber erstmal hier rein, Sabrina. Ich glaube, das könnte sehr interessant werden. Ach du Heil. Du ahnst es nicht, Sabrina. Ach du, meine Güte. Ach krass. Guck es dir an. Hier war der Folterkeller. Hier war richtig Folterkeller, ja. Hier ging es richtig hart zur Sache. Ja. Krass. Also, unfassbar. Da fehlen mir schon fast die Worte. Also hier an der Wand, da hingen wohl die einzelnen Arbeitsutensilien, dass man das so aufhängen konnte, oder? Ja, Diesen, offensichtlich ja. Hier solche Armschlingen oder sowas, keine Ahnung, das zum Ja. Festmachen auf jeden Fall. Irgendwelche BHs, wahrscheinlich lag hier noch viel mehr, ne? Hier an der Seite, guck mal, da sind auch noch Schuhe. Guck mal, da oben links, Das ist Sabrina. eine Gasmaske, krass. Richtig heftig, ey. Guck mal, da rechts bei dir. Uiuiuiui. Noch so eine Foltermaske, ey. Ja, ja, richtig heftig. Guck mal, da ist noch Latex-Puder, was da steht. Und passend dazu wurde hier Chopin gespielt. Und währenddessen jemand hier diese Masken auf hatte, wurdest du hier schön an diesem Stuhl befestigt. Guck mal hier. Das sind nämlich solche Gurte. Und damit wurdest du hier festgebunden. Und dein Kopf wurde hier fixiert. Boah, gruselig, ey. Und dann wurdest du mit diesem Ding da hinten aus... Nein. Mit dem Teppichklopfer meinst du? Nein, das meine ich nicht. Ich meine das andere Ding da Das ist ein hinten. anderes. Ach du Schande. Damit wurdest Ach du Schande. du ausgepackt. Anja, können wir das mal eben ganz kurz demonstrieren? Wie Ja, sich die setz dich hin, Zuschauer... das ist kein Nee, Problem. ich habe das hier gerade in der Hand. Setz du dich mal hin und dann guck mal einmal kurz, wie das aussieht. Und ich teste mal diese Schlagwirkung von dem Ganzen. Ich glaube, ich muss kurz los. Komm schon. Nein. Ich glaube, das tut gar nicht so doll weh. Nein, natürlich nicht. Es ist wie so ein Gürtel. Natürlich tut das weh. Lass mal testen. Nein. Komm einmal auf dein Bein. Bitte.
Echt jetzt? Ja, komm. Komm her. Ich möchte es einmal testen. Aber nicht feste. Na, natürlich nicht. Warte. Nicht fest, habe ich gesagt. Tat's weh? Nein. Oh, das tut weh. Ja? Ja, das tut echt weh. Okay. Ist auch nicht Und jetzt besser. nehmen wir mal den Teppichklopfer. Nee, den nehm ich Lass jetzt mal den mal. gucken. Nein, lass mal. Aua. Der tut aua. Der tut wirklich Nein, weh. der tut nie weh. Der tut weh. Da musst du schon richtig ausholen. Guck mal, hier am Boden verteilt liegen überall auf jeden Fall Verhüterli. Verhüterli? Verhüterli. Das habe ich ja noch nie gehört. Was soll das denn sein? Also ich weiß, was es ist, aber dieses Wort habe ich noch nie gehört. Hast du das gerade ausgedacht? Nein, ich muss halt gucken, was ich sage. Für YouTube und so. Kondome? Das ist nichts Schlimmes. Mensch, jetzt sag das nicht. So viele Begriffe in diesem Video Wieso? und, ne? Dome. Also Dome kann ja auch für Dominik stehen. Gibt da so Spitznamen, die Dome. Gab es wirklich in meiner Klasse, die haben auch Dome genommen. Und ich sage einfach, komm, Dome. Kann ich doch nichts zu. Na, okay. Boah, krass, ey. Aber hier hing alles voller Spiegel, ne? Dann hattest du hier so eine Liege, wo du festgemacht werden konntest. Hier sind diese Dinger da, ne? Schau mal da drüben, da sind sogar noch so Gewichte. Ach du Scheiße. Ja, gut. Krass, ne? Ja, kann man machen, ne? Ich frage mich gerade, ob man hier doch tatsächlich, du konntest das aufmachen, diesen Käfig hier unten. Ja. Und konntest da eingesperrt werden, in dem Käfig, wie ein Hund. Heftig. Oder auch hier an den Seiten, ne? Konntest du überall befestigt werden, so mit deinen Armen wahrscheinlich oder sowas, ne? Ja. Krass, ey. Guck mal, hier ist wieder so ein Stuhl, den wir oben schon gesehen hatten, ne? Ja. Und da liegt wieder so eine Gasmaske drauf. Und Sabrina, guck dir das bitte an. Hier ist so ein Hebel, da konntest du auf- und zudrehen. Ja. Also konntest quasi Luft abdrehen. Ja. Boah, richtig gruselig, oder? Ja. Schau mal, da ist auch noch so eine Seilwinde hier. Siehst du das? Ja, es geht da oben hin. Ja. Da Konntest dich wurdest da du- wahrscheinlich dran, ja. Nee, du wurdest hier mit deinen Armen wieder fixiert an den Seiten. Und dann wurdest du wahrscheinlich so hochgezogen. Boah, krass, ey. Ja. Und hier sieht man wieder so einen Gürtel. Die werden hier überall richtig schön gehangen haben, dass man direkt all die Sachen, die man so braucht, dementsprechend direkt hier benutzen kann und nach Benutzung direkt wieder aufhängen kann, ne? Oh Leute, es wird wieder spannend. Wir kommen nämlich jetzt in einen anderen Raum, wo wieder andere Sachen interessant werden. Ach du Heilige. Heilige Scheiße, Sabrina. Ja, das war hier definitiv das Arztzimmer. Richtig schön gefliest. Also hier haben sie wirklich richtig den bedient, ne? Hier links sieht man, das war definitiv Frauenarzt. Ja, definitiv. Definitiv Frauenarzt. Hier aber auch. Ja, ja. Hier auch Frauenarzt. Dementsprechend hier das Licht, dass man alles perfekt gucken konnte bei der Behandlung. Genau, und hier konnte man dann sein Arbeitswerkzeug rausholen. Also sprich, alles, was man für die Untersuchung brauchte, konnte man hier aus diesem Schrank nehmen. Das ist hier doch so ein Spreizer, ne? Siehst du das? Das ist richtig Frauenarztwerkzeug, ey. Oh, krass, Leute, ey. Quatsch, ich dachte, das wäre für den Mund. Ja, vom klar. Zahnarzt. Aber schau dir das mal an, ey, was hier alles ist. Meine Güte, ne? Wahnsinn. Was ist denn das hier? Irgendwelche Teststreifen. Teststreifen. Mein Gott, guck dir mal das hier an. Aber passt doch jetzt bitte nicht alles an. Ich habe Handschuhe an, ich darf heute. Guck dir das mal an. Boah. Ich würde gerne mal wissen, wofür das so im Einzelnen alles Guck mal, hier ist benutzt noch wurde. ein Rückenkratzer. Ein Rückenkratzer. Ja. Ich hoffe mal, die ganzen Sachen auch nach Benutzung wieder steril da reingeräumt wurden. Ja, Aber so einen Rückenkratzer kannst du echt gut immer gebrauchen Ich für glaube, alles, so ne? ein Sterilisator hier. So ein, Ja, denke ich auch. Gerät Wofür dafür. war das? keine Ahnung, aber Einwegrasierer, ne? Muss ja auch immer rasiert sein beim Arzt. Was ist das denn? Ach, das sind solche Befestigungen, ne? Aber schön soft, ne? Damit es nicht so weh tut. ja, auf der bloßen Haut. Ja. Alles hier entsprechend griffbereit.
Irgendwelche Sachen hier aus Silikon. Die riechen auch ein bisschen eigenartig. Und hier sind wieder diese Beutel, die wir oben schon gesehen hatten. Ne? Die sind hier in Hülle und Fülle. Nicht, dass es ein Katheterbeutel. Ja, ich glaube auch Katheter oder Einlauf. Was war denn das gewesen? Ach, Herr Jemine. Eine Zitronenpresse, sieht man doch. Ja, eine Zitronenpresse. Ich kann mir so richtig vorstellen, wofür das war. Das kam halt irgendwo rein und dann hast du hier Schön entsprechend gekurbelt. Ja, gekurbelt. Ey, guck dir das mal an. Ist das krass, ey. Guck dir das mal an. Das sieht aus wie so eine Silikonkartusche. Kennst du das? Sieht nicht Silikon. Vom Ausbau? Ja, so eine Kartusche Du halt. meinst, Sikaflex reinkommt und du dann halt diese Pistole da im Prinzip, ne, dass das dann halt da rauskommt. Ja. Das sieht so ähnlich aus. Ja. Einfach so ein Do-it-yourself-Umbau-Kit. Das ist so krass, ey. Das ist echt krass. Guck mal, da oben hattest du sogar noch einen Spiegel. Konntest du alles schön Überblicken, deine Operation. verfolgen, genau. Ja. Hier das passende Licht dazu auf jeden Fall. Konntest dann schön hier alles so ausleuchten. Hast dann hier mit deinem kleinen Werkzeug, mit der Zitronenpresse, hast du dann hier dementsprechend alles bearbeitet, was so, ja, die Zitronen, die halt ausgepresst werden mussten und so, ne? Und wenn das nicht gereicht hat, Anja, guck mal da drüben, da hattest du noch was gehabt. Ja, ich werde es aber nicht anfassen. Du kannst näher kommen und dir das angucken. Und in diesem Mülleimer, pass bitte auf. Ja. Das ist alles benutzt, was da drin ist. Also bitte. Nach der letzten, Operation, Behandlung. Behandlung, genau. Hier ist auch wieder so eine Nierenschale, wie man sieht. Und hier ist so ein Blasebalch. Da konntest du halt irgendwas wohl mit Blasen halt so, ne? So reingepackt irgendwas und da war auch halt irgendwas gewesen. Alles so für diese Zitronen halt, ne? Die man so auspressen musste und so. Ja, ist cool. Ja, wir hoffen auf jeden Fall, das Video gefällt euch bislang, ne? Und gebt auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben für diesen pädagogischen Inhalt hier. Ja. Sabrina, haben wir nicht vorhin noch über das Schröpfen gesprochen? Ja. Komm mal näher. Guck mal hier. Das ist das, was du meinst, ne? Genau, das meinte ich, ja. 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 Das nennt man Schröpfen. Schröpfen. Kennst du dich aus? Ja, klar kenne ich mich aus. Ich bin halt ein Kenner. Und während du geschröpft wurdest, konntest du dann auch noch mal beim Augenarzt einen Sehtest machen. Ob du noch richtig sehen kannst. Ob du noch richtig sehen kannst, ja. Nazi-Lösung. Isotonische Kochsalzlösung. Hast du echt hier so eine Infusion bekommen? Ey, krass, ey. Weißt du, ob ich mir sowas hier geben lassen wollen würde, wenn ich diese hätte? Vor allem, guck mal, diese hier an. Ja. Bitte, Sabrina, tu es nicht. Fass es bitte nicht an. Nein. Also dann kannst du hier bleiben, das sage ich dir. Boah, die sehen echt krass aus, ey. Sehr, sehr krass. Alles wirklich sehr, sehr heftig. Schau mal, die hatten hier so richtig so schwarze Folie, die sie drüber gezogen haben für die Behandlungen, die hier stattfanden. Ne? Die hatte ich da vorhin schon gesehen auf dem Boden. Und da dachte ich, da werden die damit eingewickelt oder so. Aber offenbar haben die es einfach nur so als Unterlage genutzt. Ne? Klassisch dazu natürlich noch so ein Röntgenbild. Ja. Konntest du halt noch Röntgenaufnahmen dir anschauen. Ich denke, das wird natürlich Teil der, von dem ganzen Szenario halt hier sein. Das wird natürlich kein echtes gewesen sein. Genau, keine echten Behandlung gewesen sein. Aber was ist denn das jetzt hier, Anja? Das ist ja irgendwie... Oh, das sieht sehr, sehr spannend aus hier. Naja, das ist so Sauerstoff, ne? Meinst du, das war auch Deko gewesen oder war das für irgendwas gewesen? Was Das ist Sauerstoffgerät. Das kommt aufs Gesicht und hier ist der Sauerstoff drin gewesen. Krass. Das sieht halt alles nur ein bisschen alt aus. Jo. So Leute, wir sind am Ende angekommen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne noch einen Like da. Schreibt weiter unten einen Kommentar und schaut doch noch dieses Video an. Da haben wir einen verlassenen Zahnarzt besucht. Super interessant. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Wie immer, bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.